Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Heute geht es um das Thema Glas Global AGSB. Mein Name ist Sebastian Hinmüller und ich werde Ihnen jetzt im Folgenden die Software Glas Global AGSB für die ÖNORM vorstellen, für den Nachweis der Glasstatik in der Österreich. Wir werden uns zuerst kurz einen Überblick verschaffen über die Software anhand einer PowerPoint-Präsentation und dann im zweiten Teil werden wir uns einige Beispiele in der Software ansehen. Gut, ich mache mal meine Kamera aus und wir starten mit der PowerPoint. Ja, wir von der Firma Somminformatik bieten Ihnen die Software Glas Global AGSB an. Hierbei handelt es sich um eine Software zur Berechnung der Glasstatik nach der ÖNORM B3716. Generell ist Glas Global AGSB ein Teil unserer großen Produktfamilie, zusätzlich zu den Berechnungen nach der DIN 18008 oder auch nach der amerikanischen Norm ASTM oder Schweizer Norm oder auch natürlich nach der europäischen Norm 16612. Heute auch ein großes Thema oder ein großer Punkt in unserem Webinar wird sein, die neue Fassung der ÖNORM B3716, Teil 1 und 2. Wir haben ja für den Teil 1 bisher die Fassung vom Juni 2016 und es gibt jetzt eine neue Fassung der österreichischen Norm, die vom August 2021 und hier im AGSB können Sie mit der neuen Version zwischen beiden Normfassungen wechseln. Das heißt, Sie können entweder nach der alten Fassung von 2016 rechnen oder eben nach 2021. Das wird dann auch im Ausdruck oder auch in der Software selber dann deutlich dargestellt, nach welcher Fassung der Norm man hier gerechnet hat. Generell, bevor wir loslegen mit der Statik, legt man im AGSB die Nutzung fest. Das heißt, ich definiere vorab, handelt es sich um eine Vertikal- oder Horizontalverglasung, welche Kategorie, welche Nutzungskategorie soll hier verwendet werden. Und bei absturzsichernder Verglasung haben wir zusätzlich auch noch die Definition der Verglasungsgruppe. Das legen wir alles fest als ersten Schritt und davon hängen dann die ganzen weiteren Bearbeitungsschritte entsprechend ab. Für die Geometrie können Sie die Lagerung definieren. Sie definieren hier auch gleich, welchen Aufbau Sie haben, ob Einfach-, Zweifach-, Dreifachverglasung und natürlich auch hier nochmal die Möglichkeit, nochmal nachzujustieren, horizontal, vertikal und entsprechend die Form zu definieren und die Lagerung an der Stelle. Der nächste Schritt ist dann hier der Scheibenaufbau. Nachdem wir die Geometrie definiert haben, legen wir fest, welche Aufbau hier für die Statik verwendet werden soll, ob es sich um Einscheiben, VSG-Verglasung oder um auch symmetrisch oder auch asymmetrisch handelt. Und genauso werden hier auch die Glasarten dann definiert, die dann natürlich Auswirkungen auf die zulässigen Spannungen haben. Bezüglich der Wind- und Schneelast haben wir hier auch ein Modul im Glas Global AGSB hinterlegt. Hier werden in der Regel die Eingaben erfolgen anhand einer Postleitzahl. Das heißt, wir haben ein Postleitzahlenverzeichnis im Glas Global AGSB hinterlegt, anhand dessen dann die Wind- und Schneelastzonen und natürlich auch die Ortshöhen ermittelt werden. Wenn Sie aber an der Stelle benutzerdefinierte Daten haben, ist es auch möglich, hier manuell Daten einzugeben. Bei Isolierverglasungen kommen natürlich auch noch die Klimalasten ins Spiel. Hier haben Sie die Möglichkeit, entweder mit den Standardwerten zu rechnen. Das heißt, wenn man nichts Näheres weiß bezüglich der Klimalasten, belässt man das Ganze bei den Standardwerten. Ansonsten haben Sie natürlich auch hier die Möglichkeit, die Temperaturänderungen oder Luftdruckänderungen mit Zu- und Abschlägen entsprechend hier auch zu hinterlegen und daraus sich auch dann die Klimalasten errechnen zu lassen. Das gleiche gilt eigentlich auch für die Ortshöhen. Das heißt, hier
können Sie auch, wenn man nichts Näheres über den Einbauort oder den Produktionsort kennt, entsprechend die Standardwerte verwenden. Oder wenn ich im Extremfall beide Höhen, Produktion und Einbau mir bekannt sind, kann ich auch wieder über dieses Postleitzahlenverzeichnis mir die Orte raussuchen oder ich kann auch natürlich die Höhen manuell eintragen und entsprechend werden mir dann anhand dieser eingetragenen Werte die Lasten für die Ortshöhe ermittelt oder natürlich auch die Standardwerte entsprechend verwendet. Bei Vertikalverglasung gibt es den Punkt Streckenlast. Hier gibt man einfach die Streckenlast in Kilonewton pro Laufmeter ein. Man stellt noch fest, wo die Angriffsseite ist. Habe ich einen Angriff auf der Innen- oder Außenseite? Das kann man standardmäßig definieren. Und natürlich auch hier die Höhe, die Angriffshöhe der Streckenlast entsprechend hier mit eintragen. Thema Membranspannung ist auch wird immer wieder gefragt. Was steckt dahinter? Im Endeffekt haben Sie hier die Möglichkeit, für rechteckige und allseitig gelagerte Scheiben den Membranspannungseffekt zu berücksichtigen, für Flächenlasten in dem Fall. Was steckt dahinter? Im Endeffekt handelt es sich dabei um eine nicht-lineare Berechnung. Dabei wird einfach diese Membrantragwirkung der Glasscheibe, die Sie auch nach der ÖNORM ansetzen dürfen, berücksichtigt und gerade bei Scheiben mit großen und möglichst quadratischen Abmessungen, sage ich jetzt mal, Schaufensterscheiben wären so ein Beispiel, hat diese Membranspannung relativ große Auswirkungen und damit bekommen Sie auch hier für den Spannungsnachweis dann eventuell dünnere Scheiben heraus. Wird dann aber auch im Ausdruck vermerkt, dass der Membranspannungseffekt entsprechend berücksichtigt wird. Zum Ergebnis in AGSB erhalten Sie einen Ergebnisausdruck, wo nochmal auf der ersten Seite zusammengefasst wird, welche Parameter für die Berechnung verwendet wurden, Geometrie, Scheibenaufbau, die ganzen Lasten und unten steht dann immer die Zusammenfassung des Gesamtergebnisses und auf den Folgeseiten werden dann entsprechend für jeden Lastfall nochmal die einzelnen Zwischenergebnisse aufgelistet, aber hier auf der Hauptseite habe ich schon mal die wichtigsten Daten mit drauf. Die Lastfallkombinationen sind in Glas Global AGSB vorgegeben. Es gibt hier eine Vorgabe für die Standardlastfälle. Natürlich haben Sie auch hier die Möglichkeit, über benutzerdefinierte Lastfälle nochmal zusätzlich eigene Lastfälle zu definieren, um entsprechend vielleicht Speziallastfälle oder Lastfälle, die jetzt noch nicht mit den Standardlastfällen abgedeckt werden, nochmal abzudecken und entsprechend zu untersuchen. Für Glas Global AGSB steht auch ein Vorschlagsmodul zur Verfügung. Dabei wird anhand der aktuell eingegebenen Lasten und Abmessungen, nenne ich es jetzt mal, geometrischen Abmessungen, werden die Scheibendicken variiert und entsprechend hier im Vorschlagsmodul Ihnen Vorschläge gemacht für unterschiedliche Scheibendicken, welche möglichen Scheibendicken hier zu einem erfolgreichen Nachweis führen würden. Und hier sieht man auch gleich noch die Ausnutzung zu den einzelnen berechneten Werten. Die Größenmatrix ist ein weiteres Vorschlagsmodul. Hier wird im Unterschied zu dem vorherigen Modul Glasdicken nicht die Dicke des Glases, sondern die Abmessung variiert. Das heißt, der Aufbau, der Scheibenaufbau und die Lasten bleiben dabei unverändert und über diese Matrize nach Höhe und Breite wird definiert, welche Höhe, welche Breite hat die Scheibe und entsprechend wird für jede Abmessung hier eine Berechnung durchgeführt und dann in einer Matrize dargestellt, welche Abmessungen, in dem Fall grün, hier funktionieren und welche in dem Fall rot hier nicht funktionieren würden. Kleiner Hinweis noch zu den Schnittstellen. Es gibt ja in der Produktfamilie von Sommer Global nicht nur das Glas Global, sondern auch noch die Produkte WinSLT und WinTHS. Und hier haben Sie zwischen diesen einzelnen Produkten natürlich auch eine Schnittstelle. Das heißt, wenn Sie in Glas Global AGSB zum Beispiel einen Scheibenaufbau erfassen und wollen das Ganze dann gleich in WinSLT oder WinTHS
sich berechnen lassen. Einmal thermischer Stress in WinTHS und einmal die strahlungsspezifischen Werte wie UG-Wert oder auch Transmissionsgrade in WinSLT, können Sie hier einfach zwischen den Modulen wechseln und der Aufbau von dem jeweiligen zuletzt verwendeten Modul wird hier in das andere Modul übertragen. Funktioniert natürlich in alle Richtungen. Sie können natürlich zuerst in WinSLT den Scheibenaufbau machen und dann in Glas Global AGSB die Statik berechnen oder umgekehrt natürlich genauso. Gut, da wären wir auch schon am Ende unserer Präsentation. Das heißt, wir wechseln mal in die Software direkt hinein. Ich starte mal das Glas Global AGSB. Wir machen mal zusammen, weil wir ja uns mit der Fassung der DIN, der Norm, der ÖNORM B3716 befassen wollen, gehen wir einfach mal hier in die Einstellungen von dem AGSB. Das heißt, wir gehen mal hier auf Einstellungen und schauen uns mal die Vorgaben an. Es gibt hier neben den Materialien, die wir hier einstellen können, auch noch die Normeinstellung. Und das ist eigentlich die Neuerung der neuen Version, dass Sie hier nicht wie bisher nur die Version von der 2016, also von 2016 06 haben, also die ÖNORM, sondern Sie können auch nach der neuen Fassung der ÖNORM August 2021 rechnen und hier wird es entsprechend dann in diesen Vorgaben eingestellt und vorgegeben. So, das heißt, wenn wir jetzt mal, wir nehmen mal die alte Fassung der ÖNORM, dann sieht man auch hier oben, wird es entsprechend dargestellt, Juni 2016. In den Ausdruck sieht man es dann später auch noch. Und wir machen jetzt mal ein Beispiel. Sie wissen ja, gerade bei kleinformatigen Scheiben oder mit kleinen Abmessungen haben wir mit der alten Fassung der ÖNORM oft das Problem, dass die Klimalasten hier zu einer zu hohen Ausnutzung führen, beziehungsweise ich den Nachweis nicht führen kann, weil meine Belastung oder mein Tragfähigkeitsnachweis nicht funktioniert. Deshalb fangen wir jetzt einfach mal an. Wir machen so eine Glasscheibe, eine Oberlichte, zum Beispiel von so einem Fensterband. Das wäre hier eine Vertikalverglasung und wir setzen jetzt mal die Nutzungsart auf nicht zugänglich ohne Streckenlast. Dann haben wir schon mal hier die Nutzung definiert. Dann wechseln wir hier auf der linken Seite zum nächsten Punkt, die Geometrie. Wir tragen jetzt hier, um da mal so eine Oberlichte einzutragen, nehmen wir mal hier eine Breite von 1500 mm und die Höhe soll jetzt hier 500 mm sein. Vertikalverglasung haben wir schon festgelegt, Rechteck, allseitig ist auch alles wunderbar, das belassen wir alles so. Dann kommen wir auch schon zum Scheibenaufbau. Wir tippen mal hier auf Aufbau. Sie können einfach hier auf der linken Seite durch diese ganzen Punkte durchnavigieren. Wo wir schon die Punkte die Werte eingetragen haben, erscheint hier ein Häkchen jeweils. So, ich würde jetzt vorschlagen, wir belassen das Ganze jetzt mal bei dieser Einstellung zweimal Float 4 mm mit einer PVB-Folie 0,76 mm. Kann ich auch nochmal, wenn wir das wirklich ändern wollten, kann man hier eventuell einen Doppelklick drauf machen und ich bekomme jetzt hier diese Eingabemaske, wo ich hier nochmal die Glasarten definieren kann. Ich kann hier definieren Einfachglas oder will ich ein asymmetrisches Glas haben oder VSG symmetrisch. Also je nachdem, was Sie hier einstellen. Wir belassen das Ganze jetzt hier auf 2x4 mm und bestätigen das Ganze. Dann kommen wir zur Eingabe der Windlast. Das wäre dann schon der nächste Schritt hier auf der linken Seite. Wir wollen mal hier an der Stelle das Ganze nicht mit manueller Eingabe machen, sondern wir wollen natürlich jetzt hier unser Postleitzahlenverzeichnis ausnutzen. Also Sie können hier über diesen Button Ort Info sich dieses Postleitzahlenverzeichnis aufrufen. Ich befinde mich jetzt mal in meinem Beispiel in Graz. Das heißt, wenn ich jetzt die Postleitzahl weiß, kann ich das hier über die Postleitzahl eingeben. Wenn Sie die Postleitzahl nicht kennen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über den Namen einzutragen. Hier sehen wir auch nochmal die ganzen Werte, die jetzt für Graz hinterlegt sind, wie Schneelastzone. In dem Fall benötigen wir zwar keine Schneelastzone, aber hier an der Stelle haben wir die Möglichkeit, das entsprechend einzutragen. Dann bestätigen wir das Ganze mit OK. Hier können wir dann auch noch gleich weiter bearbeiten. Das heißt,
wir können mal die Gebäudeabmessungen ansehen. Also Sie können hier die Längen und Breiten des Gebäudes eintragen, was ja für die Windlastermittlung erforderlich ist. Wir belassen das Ganze jetzt auch mal bei diesen Standardeinstellungen. Hier unter Bauteil Dach können Sie, gerade bei Dach wäre es interessant, welche Form hat das Dach. Hier sind wir ja jetzt in Vertikalverglasung, also bleibt das Ganze beim Wandbereich und die Höhe über Grund könnte man hier entsprechend noch eintragen. Wir belassen das jetzt auch mal bei 5 Meter Kantabstand. Das ist alles dann in Bezug auf das Gebäude, wo diese Einbaulage sich befindet. Und wenn man sich dann die Auswertung ansieht, haben wir hier die sich ergebenden Windellasten, die jetzt in Bezug auf diese Einbauort Graz sich dann für unsere Gebäudeabmessungen hier ergeben. Dann geht es weiter hier mit den Klimalasten. Wenn ich mal hier auf die linke Seite gehe, Klimalast, würde ich vorschlagen, wir belassen das Ganze mal auf den Standardeinstellungen, um das Ganze abzukürzen. Genauso wie jetzt für die Ortshöhe. Man sieht hier unten, das sind jetzt mal die Standard-Klimalasten. Wenn man nichts weiß, belässt man das Ganze so, wenn man nicht nähere Informationen zum Einbauort hat. Ansonsten gehen wir noch weiter zu den Ortshöhen. Hier belassen wir ebenfalls mal die Standardwerte. Sie können natürlich auch dann selber, wenn Sie was über den Einbauort oder über den Produktionsort wissen, hier entsprechend die Daten hinterlegen oder halt wie gesagt mit den Standardwerten arbeiten. Membranspannung. Wir wollen jetzt das Ganze mal ohne Membranspannung rechnen. Hier gerade bei diesen Scheiben oder bei dieser geringen Abmessung von 500 mm Höhe wird diese Membranspannung eher weniger Auswirkungen haben, weil wie gesagt, gerade bei großformatigen, quadratischen Scheiben ist der Effekt hier immer am größten. So, dann sehen wir uns mal das Ergebnis an. Das heißt, ich gehe hier auf Ergebnis und dann sieht man hier oben schon das Gesamtergebnis hier angezeigt. Wir haben hier eine zu große Spannung um 43%. Wenn man hier mal runter scrollt, gibt es nochmal eine Übersicht über die gesamten Lasten. Genauso hier nochmal diese Gesamtübersicht der Ergebnisse, die man entsprechend hier anzeigen kann. Und wir wollen einfach mal ja, uns noch mal kurz das anschauen, auch mit den einzelnen Lastfällen. Das heißt, ab der zweiten Seite bekommen Sie dann für jeden Lastfall nochmal diese einzelnen Werte dargestellt und entsprechend hier angezeigt. Also einmal mit und ohne Verbund, weil Sie müssen ja auch das VSG nochmal mit und ohne Verbund nachweisen. Das wird hier auch alles automatisch von der Software gemacht. Das heißt, alle Lastfälle werden einmal ohne Verbund und einmal mit vollem Verbund durchgerechnet. Und dann sieht man schon hier, dass ich hier gerade bei den Klimalasten Einbau tief, Einbau hoch eben hier ein Problem habe, weil wir eben nach der Fassung 2016 der ÖNorm diese Klimalasten noch etwas stärker bewerten oder bewertet haben, als es jetzt dann in der neuen Fassung der ÖNorm möglich ist. So, wir speichern das Ganze jetzt mal ab und ich nenne das Ganze jetzt hier 2016. Das ist die Fassung der ÖNorm 06. Dann wissen wir auch, mit welcher Fassung wir das gemacht haben. Oberlichte nenne ich das Ganze jetzt mal. So, speichern das Ganze hier über diese Diskette ab. Und das Ziel wäre jetzt hier einfach mal eine zweite Berechnung durchzuführen. Und zwar jetzt nicht nach der alten Fassung der Norm, der ÖNorm, sondern nach der neuen Fassung der ÖNorm. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Wir nehmen uns jetzt hier in dieser Liste unserer Positionen, haben wir jetzt diese Position gespeichert und diese Position können wir jetzt hier über diesen Button Position kopieren, einfach als zweite Position kopieren und haben hier die gleichen Einstellungen, die gleichen Daten, die wir gerade eingegeben haben in einer neuen Position. Und jetzt gehen wir in die Einstellungen und wir wollen uns mal die Vorgaben nochmal ansehen für die Norm. Und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, auf die neue Fassung der Norm zu gehen. Da sei jetzt kurz darauf verwiesen, Sie haben hier auch noch die Möglichkeit der Nachweistiefe. Heißt, in der ÖNorm ist ja fest definiert, dass Sie in der Regel bei Scheiben, die eine bestimmte Voraussetzung erfüllen, also die einfachste Voraussetzung ist kleiner als 2 Quadratmeter, die Klimalasten mit einem Teilsicherheitsfaktor von 1,0 ansetzen dürfen. Das ist das, was hier in diesem Abschnitt 932 steht. Ich kann es auch mal kurz den Ausschnitt aus der DIN oder generell so ein Diagramm Ihnen zeigen. Das heißt, hier
wäre das so, wenn die Voraussetzungen eben diese kleiner 2 Quadratmeter erfüllt sind, dürfen Sie nach der neuen Fassung der ÖNorm eben die Gamma-Q-Werte für Klima und Höhe auf 1,0 setzen und der Gamma-M-Wert für Float ist 1,5. Und in der zweiten Nachweisstufe, das wäre die nach 9.3.3, gäbe es, wenn die erste Stufe nicht klappt, die zweite Stufe, wo Sie sagen können, okay, wir führen noch einen Bruchnachweis durch anhand einer verbleibenden Scheibe. Wir tun so, als ob die eine Scheibe gebrochen wäre und die verbleibenden Scheibe wird dann ein Bruchnachweis geführt und wenn der dann funktioniert, kann ich das Ganze auch nachweisen, wobei darauf verwiesen ist, dass hier natürlich das Bruchrisiko von dieser Scheibe deutlich erhöht wird. Und genau das bildet jetzt eben diese Einstellung ab. Das heißt, Sie können als Nachweisführender genau definieren, welche Fassung der ÖNorm verwende ich. Und wenn ich die neue Fassung von August diesen Jahres verwende, habe ich hier auch nochmal die Möglichkeit, die Nachweistiefe genau zu definieren. Will ich nur meine Gamma-Werte für das Klima auf 1,0 abmindern oder gehe ich sogar her und führe diesen Bruchnachweis. Standard ist hier diese Einstellung mit der Abminderung von Gamma Q. So, wir machen das Ganze einfach mal. Okay, wir haben ja hier die gleiche Nutzung, wir haben die gleiche Geometrie, wir haben das Ganze ja kopiert und jetzt können wir mal das Ergebnis uns anschauen. Das heißt, wir können hier mal die Berechnung durchführen und jetzt sieht man schon, dass wir jetzt bei einer Spannung von 3% Überschreitung sind. Das heißt, wir sind schon relativ nahe jetzt an unserer Nachweiserfüllung dran. So, jetzt hätten wir können uns das mal ansehen, was wird ausgegeben auch auf dem Ausdruck. Also wir sehen hier oben auch nochmal die Fassung der ÖNorm, die hier entsprechend mit angegeben wird. Und hier unten, wenn man mal nach unten scrollt, wird auch hier nochmal klar definiert, dass wir jetzt den Nachweis der ÖNorm nach der neuen Fassung geführt haben und dass wir quasi als Nachweistiefe den 9.3.2, also sprich Gamma Q gleich 1,0 für Klima, gewählt haben und den entsprechend dann auch hier angesetzt haben. So, jetzt ist die Frage, was können wir jetzt tun, um den Nachweis jetzt noch zu erfüllen. Das heißt, die zweite Möglichkeit wäre jetzt hier zu sagen, wir machen jetzt hier, wir nennen das Ganze jetzt hier nicht 2016, sondern wir speichern das Ganze nochmal ab unter 2021-08 und ich nenne das Ganze jetzt hier Nachweistiefe 1, damit ich weiß, okay, wir haben hier die Nachweistiefe, die erste Nachweistiefe sozusagen verwendet. Wir speichern das Ganze wieder ab und wir kopieren uns wie vorhin auch das gleiche System nochmal. Wir erstellen hier über diesen Button wieder eine aktuelle Position. Wir kopieren das Ganze, bekommen jetzt hier können wir gleich hier eintragen, eine Nachweistiefe 2. Also stellen wir hier unter den Vorgaben wieder unsere Nachweistiefe ein. Und wenn ich jetzt hier auf diese zweite Nachweistiefe, auf diesen Bruchnachweis gehen würde, dann hätten wir jetzt hier, wenn wir gleich auf das Ergebnis gehen, keine Änderungen, sonst würde der Nachweis theoretisch funktionieren. Also wir hätten nach ÖNorm B3716 Teil 1, nach der neuen Fassung der ÖNorm, für die Nachweistiefe 9.3.3 den Nachweis bestanden. Hier ist aber auch nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wir eben diese zweite Nachweistiefe gewählt haben. Und hier auch nochmal der Hinweis, dass hier der Nachweis oder der Glasbruch der schwächeren Einzelscheibe nachgewiesen wird. Das sehen Sie dann an der Stelle, wenn man hier mal nach unten scrollt, bevor überhaupt die einzelnen Lastfälle oder die hier Nachweise hier durchgeführt werden, sieht man einfach, dass hier nochmal ein entsprechender Bruchnachweis oder Tragfähigkeitsnachweis der verbleibenden Einfachscheibe durchgeführt wird. Und wenn der hier explizit dieser Tragfähigkeitsnachweis der Einfachglasscheibe erfüllt ist, wäre es theoretisch nach der neuen ÖNorm nachgewiesen, wobei immer noch zu berücksichtigen ist, dass es hier natürlich eine relativ hohe Bruchwahrscheinlichkeit gibt. Alternative wäre natürlich jetzt, wenn man jetzt wieder das Ganze speichert und ich nehme jetzt nochmal meine Position 2 nochmal als Hinweis, das war ja die Nachweistiefe 1, wo wir eben eine Überschreitung der Spannung hatten von 3%.
und ich will das Ganze jetzt über Glasdicken abfedern, könnte man jetzt entweder das im Vorschlagsmodul uns mal anschauen. Das war der Hinweis, es gibt ja ein Vorschlagsmodul, wo wir hier entsprechend uns unterschiedliche Dickenvorschläge machen lassen können. Heißt, wir gehen einfach mal hier drauf und das System würde jetzt hier sagen, okay, das Ganze würde sogar funktionieren mit 2x2 mm. Da ist das System dann so weich, dass wir hier theoretisch den Tragfähigkeitsnachweis bekommen würden, auch für 2x2 mm, wobei dann hier eben die Frage ist, wie stark sind hier die Durchbiegungen. Aber ich würde hier an der Stelle zum Beispiel diese 2x5 mm nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme nicht 2x4 mm, sondern 2x5 mm, kann ich das hier mit einem Doppelklick auswählen. Dann werden die Maße übernommen. Und wenn ich das Ganze jetzt wieder im Ergebnis mir anschaue oder mal den Aufbau, dann haben wir hier jetzt statt 2x4 eben jeweils 2x5 mm und als Ergebnis bekommen wir jetzt hier wieder den Nachweis eben mit der Nachweistiefe 1, mit der 9.3.2, aber wir haben hier eben jetzt den Nachweis an der Stelle entsprechend erfüllt. Gut, das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Das heißt, hier nochmal als Wiederholung, in der neuen Version von AGSB haben Sie jetzt die Möglichkeit, wie gesagt, hier unter Einstellungen Vorgaben zwischen diesen beiden Fassungen der ÖNORM 3716, entweder 2016 oder 2021 zu wechseln. Welche Fassung jetzt entsprechend anzusetzen ist, das müssten Sie eventuell nochmal intern klären, auch eventuell mit dem Auftraggeber nochmal absprechen, welche Nachweistiefe hier angesetzt werden soll und entsprechend hier dann auch berücksichtigen. Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Danke und auf Wiedersehen.